Wir sind auf dem Weg zu einem neuen Stellplatz, und zwar in dem Ort oder in der Nähe des Ortes Lattbergen, das ist in der Nähe von Osnabrück. Dort gibt es diesen neuen Stellplatz mit über 60 Parzellen. Den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wir haben den Platz über die A1 angefahren und die Abfahrt Lattbergen genutzt. Der Platz, der liegt nur etwa 2 Kilometer von der Autobahn entfernt. Wir haben Anfang August, ist ein Donnerstag, und wir fahren den Platz jetzt so etwa in der Mittagszeit an. Wir sind aus Richtung Norden gekommen und biegen jetzt hier, nachdem wir die Autobahn verlassen haben, rechts ab in Richtung Rheine. Nicht nach links nach Lattbergen, sondern rechts nach Rheine. Dann fahren wir nur wenige 100 Meter und müssen wieder rechts abbiegen. Hier finden wir an der Straße schon ein Hinweisschild mit dem Wohnmobilzeichen und auch das Hinweisschild Waldsee. Das ist unsere richtige Richtung. Hier gibt es, und das kann ich jetzt schon sagen, nicht nur einen Stellplatz, sondern es gibt hier auch einen Campingplatz. Auf der Karte sehen wir zwei kleine Seen. Der obere, das ist der Waldsee. Dort liegt auch der Stellplatz und der Campingplatz. Hier gleich auf der rechten Seite sehen wir schon die ersten Teile des Campingplatzes. Wir müssen uns hier aber links halten. Ist auch das Hinweisschild schon da zum Stellplatz. Der Stellplatz ist noch nicht ganz endgültig fertig. Woher wissen wir das? Wir sind auf diesem Platz von Camperfreunden hingewiesen worden. Wir werden die Camperfreunde ja auch treffen. Der Platz hat allerdings schon seit einigen Wochen geöffnet und ist schon voll nutzbar. Ich glaube, man sieht so schon, es handelt sich um einen großen Stellplatz mit großzügigen Parzellen. Leider ist wenig Grün da auf den Flächen, alles braun durch die Trockenheit. Man sieht, es gibt hier viele freie Plätze. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Platz noch nicht so bekannt ist. Wir sind hier, und das muss ich klar erklären, nicht von den Betreibern eingeladen worden, sondern von Simone und Udo. Die beiden haben wir mal in Spanien kennengelernt, werden einige kennen aus meinen älteren Videos. Simone und Udo wohnen hier etwa 17 Kilometer entfernt, kennen sich also in der Region aus und wollen uns so ein bisschen helfen bei der Reportage hier über den Platz. Hallihallo! Hallo! Schön, euch wieder Kennt ihr uns noch? Ja, schön euch wiederzusehen. Ja, wir Richtig freuen uns toll. auch. Hallo. Diesmal nicht in Spanien, Richtig. auf dem Waldsee-Camping. So ist es. Lattbergen. Ja. Udo und Simone werden wir später noch sehen. Wir haben auch unter anderem eine Radtour nach Lattbergen gemacht. Wir haben inzwischen Freitagnachmittag. Das Wetter ist mittelprächtig, aber es ist schön warm. Sonne fehlt noch, soll aber kommen. Deshalb denken wir, dass der Platz sich ganz gut füllen wird hier am Wochenende. In dem einen Außenbereich des Platzes gibt es schattige Plätze. Dort stehen hohe Bäume. Sind etwa 10, ja vielleicht 12 Plätze. Dort hat man dann fast den ganzen Tag Schatten. Zum Stellplatz gehört auch ein kleiner Badesee mit einem Sandstrand. Dazu gibt es aber später noch mehr Bilder und Informationen. Direkt neben dem Stellplatz ist auch der Campingplatz. Das Ganze wird ja von einer Familie betrieben. Hier sehen wir die Rezeption und dann gibt es hier auch noch einen kleinen Supermarkt. Hier habe ich auch den Chef, den Seniorchef kennengelernt. Der hatte an mich eine Bitte. Zum Camping- und Stellplatz gehört auch eine Gaststätte, die ist im Moment nicht verpachtet. Da sucht er einen neuen Pächter und da kam die Bitte an mich, kannst du da in einem Video nicht kurz drüber berichten? Mache ich natürlich gerne. Mehr Informationen gibt es dazu am Ende des Videos.
Zurück zum Stellplatz. Das Ganze ist hier ja ein Familienbetrieb. Der Campingplatz wird vom Senior betrieben. Der Stellplatz wird von den beiden jungen Leuten der Familie betrieben. Die lernen wir jetzt auch kennen. Oder ich habe sie erst mal kennengelernt. Und sie waren bereit, mir einige Fragen zu ihrem Platz zu beantworten. Ich finde es immer wieder gut, wenn man direkt mit den Betreibern spricht. Dann bekommt man Informationen aus erster Hand. Wir stehen hier auf einem neuen Stellplatz, der heißt Stellplatz am Waldsee. Das sind die beiden, und zwar Marvin und Marcel. Die beiden sind hier Eigentümer und Betreiber dieses Stellplatzes. Marvin, wie lange habt ihr diesen Platz schon auf? Den Platz haben wir jetzt seit Pfingsten ungefähr auf und der Check-in, der läuft seit 3 Wochen automatisch. Kommen kann zu jeder Tageszeit, Uhrzeit und das alles ziemlich einfach abläuft. Ja. Marcel, wie viele Plätze habt ihr? Auf der Fläche haben wir insgesamt 61 Plätze. Ja, von im Schnitt so 100 Quadratmeter oder die größeren 140 Quadratmeter, 90 Quadratmeter, so um den Dreh. Ja. Okay, ihr habt das ganze Jahr geöffnet? Wir haben das ganze Jahr geöffnet, genau im Winter wie im Sommer. Ja, okay. Und was ja hier so ein bisschen außergewöhnlich ist oder was besonders ist, ihr nehmt auch Wohnwagen. Wir nehmen auch Wohnwagen, genau, Wohnmobile, sind alle herzlich willkommen. Ja. Da machen wir keinen Unterschied. Ja. Ich habe gesehen, es gibt hier große Plätze, haben hier auch mobile Platz, die 12 Meter lang sind. Ja, auch 12 Meter Länge, die finden hier ihren Platz. Ja. Bis auf den Plätzen bis 140 Quadratmeter oder Gespanne, die dann mal eine Nacht nicht abhängen wollen, die nur eine Nacht bleiben, was Wohnwagen angeht. Ja. Ihr habt auch eine gute Lage, insofern eine gute Lage, dass ihr sehr nah an der A1 seid. Der Ort heißt hier Lattbergen. Ja, erzähl, wie weit seid ihr von der Autobahn entfernt? Von der Autobahn sind wir keine 2 Kilometer entfernt und liegen genau zwischen Münster und Osnabrück. Ja. Genau, verkehrsgünstig gelegen, wo man auch mal schnell hinfahren kann. Ja. Alles schnell erreichbar, auch mit dem Fahrrad dann. Ja. Das heißt also, auch gerade wer so den als Etappenplatz nutzen möchte, wer nur eine Nacht stehen muss, ist hier herzlich willkommen. Der ist herzlich willkommen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Genau. Jetzt habe ich, man hört so ein bisschen die Autobahn, je nach Wetterlage, hätte ich beinahe gesagt, nach Wind. Sag, ist das laut hier oder nicht? Ja, je nach Wind hört man die Autobahn dann mal, aber da muss schon ziemlich Wind aufkommen auch, aber ansonsten sind wir eigentlich relativ im Grünen noch gelegen, hätte ich behauptet. Ja, ich habe ja hier schon die erste Nacht verbracht und uns hat es nicht gestört, beziehungsweise wir haben nichts gehört. Man konnte einmal so am Abend so ein bisschen das Rauschen von Autobahnen hören, aber war nicht laut. Dann, das muss man natürlich auch erwähnen, es gibt hier einen Flughafen in der Nähe. Man sieht und hört auch mal ein Flugzeug hier aufsteigen. Das passiert durchaus, genau. Also nachts fliegt so ein Flugzeug oder zweimal. Das kommt schon vor. Ich werde natürlich nicht mehr davon wach. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Nein. Ich habe es auch nicht in der Nacht gehört, ich habe es nur heute Morgen gehört. Da kann man so eine Ryanair-Maschine ist hier gestartet, ist aber ja nicht so nah dran, dass es nun ohrenbetäubend laut ist, sondern man hört es nur etwas. Ja. Gut, jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen was erzählen und zeigen zum Check-in-Automaten. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns das an und ihr versucht uns mal ein bisschen zu erklären. Genau, gerne, machen wir so. Okay. Ja. Bevor es jetzt mit den beiden weitergeht, noch ein paar Informationen hier zum Stellplatz. Vorne an der Einfahrt gibt es eine großzügige End- und Versorgung. Wir sehen einen sehr großzügigen Bodeneinlass. Der wird aber noch geändert. Dort kommt noch eine Öffnung rein, damit man dort auch Fäkalien, also wer einen Festtank hat, dort entsorgen kann. Der Stellplatz hat sich dann im Laufe des Freitags immer weiter gefüllt. Am Samstag war der Platz, ja, ich würde sagen, bis zu 50% belegt. Jeder Platz hat natürlich Strom und dann gibt es auch Wasser am Platz, aber da muss man sich mit mehreren hier einen Wasserhahn teilen. Das reicht ja auch voll und ganz aus. Des Weiteren gibt es noch an einigen Plätzen Bodeneinlässe. Dort kann man Grauwasser mit einem Schlauch entsorgen oder, wenn man einen Fäkalientank hat wie wir, auch seine Fäkalien entsorgen. Frischwasser ist in der Platzgebühr enthalten. Die meisten Plätze haben eine Größe von 10 x 10 Metern. Im hinteren Bereich gibt es größere Plätze für Fahrzeuge bis zu 12 Metern. Jetzt geht es aber mit den beiden jungen Betreibern hier vom Stellplatz weiter. Ja, das ist so ein bekannter
Check-in-Automat, den gibt es an verschiedenen Camping- und Stellplätzen, haben wir schon gesehen. Ja, einer von euch, Marvin, Marcel, ich weiß nicht, wer will da loslegen? Wie ich sehe, wählen Sie die Sprache und... Willst du anfangen? Ja, genau. Wählen Sie die Sprache aus. Ja, Dann gehen wir auf Anmelden, Reservierung, in diesem Fall nicht. Dann kann ich meine Anzahl an Tage auswählen, ab heute an 1, 2 Tage. Übernehmen das hier unten. Anzahl Erwachsene, Kinder, Hunde. Dann kann ich mir den Platz aussuchen noch, welche Nummer ich gerne hätte. ich sehe, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber ich sehe jetzt nicht, welcher Platz frei ist oder besetzt ist. Doch, das sehe ich auch. Da kommt ein Lageplan zukünftig. Ach so. Der ist nächste Woche drauf und dann sieht man genau die Plätze, die belegt sind und die grün sind. Die anderen, die werden dann rot. Die könnte man nicht buchen. Das ist noch nicht so weit jetzt im Moment, Das ist aber noch das nicht kommt. so weit, genau. Aber hier jetzt zum Beispiel sieht man auch, dass die Plätze, die weg sind, belegt sind. Genau, weil hier sind ja jetzt keine 60 Stellplätze mehr zur Verfügung Ach so, auf dem Bildschirm. ja, 60 Plätze habt ihr insgesamt und die sind hier dann auch, da sieht man auch, wo sie sind oder welche frei sind dann. Ja, Genau. okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Platz 60 gehe, Ja, dann gehe ich weiter ja, und dann fragt er nach der Guthabenkarte. Da gehe ich auf Ja. Die brauche ich nämlich für Strom und für die Duschen. ja, Die belade ich nämlich mit Guthaben, dann zum Beispiel 5 Euro. Da muss ich meinen Namen und alles eingeben. Der Strom, der wird nach Verbrauch abgerechnet mit 60 Cent pro kW. ja, Das gebe ich nachher an der Säule hinten ein und dann wird auch alles zurückerstattet per EC und verbucht. Ja. Also es wird wirklich nach Verbrauch abgerechnet, sodass jeder das bezahlt, was er verbraucht. ja. Und hier würde ich mich jetzt weiter anmelden, dann muss ich die AGBs akzeptieren. Einmal Moment. sagen, Herr, Frau, Ja, Vorname und so weiter eingeben. ja, Könnten wir jetzt mal machen. Mit Test. Genau. Wenn ich jetzt weiter sage und nicht alles eingegeben habe, was zwingend erforderlich ist, Ja. dann fragt er nochmal weiter nach. Dann brauchen wir natürlich für unsere Statistik, wo man herkommt noch, Deutschland, Niederlande, Belgien und so weiter. ja, Telefonnummer kann man auch eingeben. ja, Und dann kommt man weiter zu dem Gesamtmenü, was der Stellplatz kostet. Das sind 20 Euro pro Nacht, der Kartenpfand mit 5 Euro und die Beladung jetzt mit 5 Euro. Die würde ich jetzt bezahlen per EC. ja, Dann würde ich die Karte rauskriegen und dann würde ich mir meinen Strom an der Säule aufladen. ja, okay. Das ist alles klar. Jetzt ist ja so, das können wir vielleicht auch noch mal eben sagen, der Platz ist noch nicht endgültig komplett fertig. Ihr seid noch dabei, noch einige Dinge zu verbessern oder noch fertigzustellen. Oder habe ich das mit dem Schrankensystem, das soll am Ende nachher so sein, dass man die Schranke dann geschlossen ist und man dann erst, wenn man eingeschickt hat, befahren kann. Oder wie? Genau, da wird es dann auf dem Kassenbon, auf dem Buchungsbeleg, gibt es dann einen QR-Code mit dazu. Ja, Ja, beziehungsweise mit der Karte kann man dann die Schranke öffnen, aber Richtig. die Karte gibt man ja vor der Abreise ab. ja, Und dann ist auf dem Beleg nochmal ein QR-Code, dass man dann noch rausfahren kann, weil Ah, man ja. steht ja dann noch auf dem Platz, wenn man die Karte schon abgegeben hat. ja, ja. Genau, und dann wäre das auch schon durch. Ja, okay. Nein, okay. Das, wie gesagt, im Moment ist es so, dass man einfach reinfahren kann und einchecken kann. Und irgendwann ist das Ganze aber mal fertig und dann... Genau, das wird die nächsten 1-2 Wochen wird das fertiggestellt, sobald der Plan auf dem Display zu sehen ist. Ja. Wird das runter und dann kommt man erst mit der Karte, die man hier bekommt. Hier sieht man das Logo auch nochmal. Ja. Die benutzt man dann an den Kartenleser. Ja. Und dann kann man mit einem Fahrzeug jeweils rein und rausfahren. Okay. Ja, ihr beiden, dann sage ich erstmal Dankeschön für eure Ausführungen. Freut mich, dass ihr mir hier Rede und Antwort gestanden habt und wünsche euch viel Erfolg mit eurem neuen Stellplatz. Ja, wir sagen auch Danke. Danke fürs Vorbeikommen Gerne. und noch einen schönen Aufenthalt weiter. Dankeschön. Wie schon von den beiden Betreibern erklärt, braucht man seine Wertkarte, um den Stromanschluss freizuschalten. Man wählt hier die Platznummer aus, in diesem Fall die Platznummer 28 ist unsere Platznummer, und betätigt die Taste. Dann muss man die Karte vorhalten und dann bucht er 1 Euro auf den Stromanschluss drauf. Man kann natürlich noch mehr aufbuchen, indem man die Karte immer mal wieder davor hält. Und natürlich kann man das Geld auch wieder zurückfordern, wenn man jetzt fertig ist oder abfahren möchte und sagt, jetzt möchte ich mein Geld wieder haben, was noch drauf ist, halt die Karte wieder davor, dann bucht er von dem Anschluss, wo noch was drauf ist, bucht er das Geld wieder zurück. Man kann da natürlich nur das zurückbuchen, was man selber auch aufgebucht hat.
Rechts von der Einfahrt sieht man ein rotes Gebäude. Da sind unter anderem Toiletten untergebracht. Die dürfen die Camper hier vom Platz nutzen, aber auch die Badegäste vom See. Auf Hinweisschildern sieht man, wo was ist. Hier sind zum Beispiel die Toiletten. Es sind für Damen und Herren jeweils 2 Toiletten, die man nutzen kann. Wer jetzt duschen möchte, der muss auf den Campingplatz gehen. Da geht man über eine Straße hinweg und kommt dann auf den Campingplatz. Muss man also ein paar Meter laufen und dort gibt es dann ein ganz neues Gebäude oder renoviertes Gebäude, ich weiß es nicht ganz genau. Und dort findet man jetzt die Duschen oder beziehungsweise die sanitären Anlagen vom Campingplatz und auch letztendlich vom Stellplatz. Also auch Stellplatzbesucher dürfen mit der Karte hier diese Sanitäranlagen nutzen. Wie schon erklärt, braucht man, wenn man duschen möchte, die Wertkarte. Wir werden das hier gleich sehen. Wenn ich die Tür öffne, dann sieht man hier diese Säule da an der Wand. Dort findet man diesen Kartenleser oder ich weiß nicht, wie man sowas bezeichnet. Dort hält man die Karte vor und dann bucht er 1 Euro ab und dann kann man duschen. Es gibt hier auch Einzelwaschkabinen und natürlich gibt es hier auch Toiletten. Alles ist noch nicht fertig, aber wird demnächst alles passieren. Hier sind dann Waschmaschinen und Trockner. Blick von oben auf das Ganze. Wir sehen in der Mitte oben den See, rechts davon, schräg unten, den Campingplatz und links unten den Stellplatz. Jetzt gehen wir mal an den See. Bei diesem schönen Wetter wird die Bademöglichkeit natürlich hier gerne angenommen. Nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern. Und da gehört natürlich auch eine Aufsicht dazu. Und da gibt es hier eine DLRG-Aufsicht. Und da bin ich jetzt auf dem Weg dorthin. Und ich hoffe, dort finde ich jemanden, der meine Fragen beantwortet. Ja, jetzt stehe ich hier bei der DLRG-Gruppe und mir gegenüber steht, nennen wir deinen Namen bitte. Thea. Hallo Thea. Thea, ihr bewacht hier den See. Ich weiß nicht, ob man bewacht sagt. Ja. Ja, sagt man. Okay. Und erzähl, wie tief ist der See, wie groß ist der See, was darf man hier am See, was darf man nicht? Also der See ist an der tiefsten Stelle so ungefähr 4 Meter tief. Und ja, die Größe, weißt du die Größe? Man hat ausreichend Platz zum Schwimmen. Man hat ausreichend Platz zum Schwimmen. Also ja. Der See ist hier auch zweigeteilt. Das heißt, hinter der Leine ist auch noch ein Anglerbereich. Das heißt, man darf im vorderen Bereich schwimmen. Wir haben auch einen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich. Genau, und heute bestes Wetter. Das heißt, wir erwarten auch noch viele Badegäste. Ja, es dürfen also nicht nur Gäste oder Camper hier baden und schwimmen, sondern auch von außen. Am Wochenende ist der See den Campern vorbehalten. Aha. Unter der Woche ist der See den Campern vorbehalten. Ja. Und am Wochenende ist hier eben öffentlicher Badebetrieb, auch mit Bewachung. Und das ist eben unter der Woche dann nicht gegeben. Das heißt, unter der Woche dürfen wirklich nur die Leute, die am Campingplatz stehen, hier sein. Wunderbar. Dankeschön für deine Ausführung. Danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag hier am See. Danke. Ciao. Ciao. Wir haben das mit den Füßen hier auch mal kurz getestet, das Wasser. Es geht schön langsam rein, wird langsam tiefer und es ist ein sandiger Boden. Auch der Strand ist schön gemacht hier. Es gibt Sitzmöglichkeiten. Hier kann man am Abend seinen Sundowner trinken. Mit Simone und Udo ging es dann los zu einer Radtour nach Lattbergen. Die beiden kennen sich hier aus und so haben sie uns hier einen Weg gezeigt, wie man hier schön mit dem Fahrrad nach Lattbergen fahren kann. Die kürzeste Strecke nach Lattbergen sind ca. 2 Kilometer. Man kann sie sehr gut fahren, denn es ist ein wenig Autoverkehr dort und so lässt sich hier einwandfrei und gut fahren. In dieser Region kann man ohnehin gut mit dem Fahrrad fahren. Auch der Dortmund-Ems-Kanal ist nicht weit. Also auch der ist mit dem Fahrrad ohne weiteres zu erreichen. Und das wissen viele. Dort kann man auch gut mit dem Fahrrad fahren. Aber jetzt sind wir in Lattbergen gleich und da wollen wir euch so ein bisschen von dem Ort zeigen. Ja, jetzt sind wir in dem Ort. Lattbergen ist nicht sehr groß, hat ca. 7000 Einwohner und ist eher ländlich geprägt. Hat schöne Fachwerkgebäude, wie man hier sieht. Und es gibt natürlich hier auch schöne Cafés und auch Restaurants. Und wir sind auf dem Weg zu einem Café.
Jetzt ist der Kaffee gerade gekommen und da fragen wir doch mal die Simone, wo sind wir dann jetzt hier? Wir sind hier im Café in der Touristikinformation. Das ist das Café der Touristikinformation. Genau. Hier kann man sich einmal über den Ort Lattbergen informieren und man kann hier am Wochenende auch Kaffee trinken. Genau, ob es am Wochenende ist oder hier steht zum Beispiel Dienstag bis Freitag und Mittwoch bis Freitag zu verschiedenen Öffnungszeiten. Wunderbar. Dann wollen wir den Udo auch noch mal fragen. Udo, erzähl uns so ein bisschen was über Lattbergen. Was für Einkaufsmöglichkeiten gibt es? Wie weit ist es vom Platz entfernt? Ja, wir haben hier in Lattbergen den Rewe, den Aldi und Edeka-Markt. Und ja, Lattbergen ist eine kleine Gemeinde und sehr klein und fein gehalten. Und der ist circa 2,5 Kilometer vom Stellplatz Waldsee entfernt. Also man hat hier Einkaufsmöglichkeiten, man kann hier gut essen. Und wie gesagt, hier gibt es Lokale. Hier nebenan ist auch eine Eisdiele. Und ja, man kann ja, alles, was man so für den täglichen Gebrauch hat man hier. Wunderbar, dann wissen wir das schon mal. Mal gucken, wir sind ja mit dem Fahrrad unterwegs, was uns hier noch so alles begegnet und was wir noch so alles sehen. Dankeschön, Udo, für deine Ausführungen. Bitte. Auf der Rücktour haben die beiden uns dann noch gezeigt, wo welches Restaurant ist und wo man einkaufen kann. Wir haben beides nicht genutzt, wir sind nicht einkaufen hier gewesen und waren auch in keinem Restaurant. Da das Wetter ja so sehr gut war und sehr warm war, auch wenn jetzt im Moment die Sonne nicht scheint, haben wir uns entschlossen, am Abend zu grillen, gemeinsam mit Simone und Udo. Und das ist ja bei so einem Wetter dann auch schön. Am Abend waren wir dann bei Simone und Udo eingeladen zum Grillen. Das haben wir gerne angenommen. Und bei der Gelegenheit haben wir uns natürlich auch deren Wohnmobil mal angeschaut. Sie hatten ja vorher ein selbst ausgebautes, darüber habe ich in einem Video berichtet. Und jetzt haben sie so ein älteres Wohnmobil, das sie so ein bisschen aufgehübscht haben. Udo hat ja hier sein Wohnmobil neu lackiert, das müssen wir ja mal eben kurz zeigen. Genau, das Ja. musst du zeigen. Ja, das ist jetzt ganz moderne Farbe, orange. Etwas Farbe ins Leben. Ja, genau. Ist ja schon ein bisschen älter, dein Mobil. Ja, 2001. 2001, ja. Und ja, auch funktioniert noch gut? Ja, wir haben jetzt Zahnriemen neu machen lassen, also läuft super. Ja, schön. Also wir sind noch gut mit zufrieden. Ja. Ja, und wir haben es jetzt, wie gesagt, lackiert. Die Folie war oben kaputt gewesen, die Stoßstange war vermackt und da Ja. haben wir dann mal gesagt, nehmen wir mal orange, ne? Genau. Und das macht ihr in Eigenleistung, ne? Das macht ihr alles selber, ne? Da kriegt die Mone einen Pinsel in der Hand und dann geht das los, ne? Wunderbar. Der gesamte Bereich nennt sich hier Erholungsgebiet Waldsee und dazu gehören verschiedene Bereiche. Einmal ein Campingplatz mit etwa 300 Dauercampern, dann eine Wiese für Zelte und Wohnwagen und dann natürlich der Stellplatz und ein Bereich für Mobilheime und Wochenendhäuser. Hier kann man also sich ein Grundstück anpachten und selber ein Häuschen draufstellen und hat dann ein Wochenendhaus. Und teilweise kann man auch sein Wohnmobil hier mit abstellen. Die Plätze sind teilweise bis zu 300 Quadratmeter groß. Jetzt nochmal zum Campingplatz und speziell zur Gaststätte vom Campingplatz. Ich muss erklären, wir waren hier schon vor 40 Jahren mit dem Wohnwagen, haben häufiger in der Gaststätte gegessen. Deshalb habe ich irgendwie emotionale Bindung so ein bisschen dazu. Und jetzt ist ja die Gaststätte geschlossen, da es keinen Pächter gibt und da helfe ich natürlich gerne, um auf diesem Wege mal zu versuchen, einen neuen Pächter zu finden. Ja, hier war ich schon vor 40 Jahren, ja. Vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren. Darf ich dich hier mit aufnehmen? Ja, okay. Können wir da was finden? Hier war der Stammtisch früher. Ja, Dann haben wir hier noch Toiletten jetzt gebaut. Das haben wir alles neu gemacht. ja. Die Bau, da ist die Lampe kaputt geworden. Ja, sieht ja sportlich aus. Das ist Behinderten-WC hinter, das ist aber Ja. so. Achso, ja. Gehen wir mal in eine schöne große gewerbliche Küche. Ja, Das ist doch was. ja. Ne? 86 Leute passen hier rein Ja, und hier haben wir eine gewerbliche Küche.
Ne? Ja. 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 Sauber gemacht. Ja. Und hier musste ein neuer Bauantrag gestellt werden. Das ist auch gemacht worden vor 2 Jahren. Aha. Hier ist ein neues Brandschutzkonzept draufgekommen. Ja. Und wir können mit der Tenne, ist das alles konzessioniert für 198 Leute. Ui, ja. Das ist Mit der Tenne. Die Tenne haben wir hier. Und das sind schon T30-Türen, Brandschutztüren. Ja. Hier ist die Tenne für Veranstaltungen. Ja. Da machen wir manche Campingveranstaltungen Ja. oder wie auch immer. Und der Bauantrag ist fertig, so dass jemand, der für sowas Interesse hat und aus dem Bereich kommt, der könnte so zur Gemeinde gehen und kann sich eine Konzession holen. Oh ja. Ja. Ja, das ist doch ein guter Einstieg. Und hier ist schon so manche Schnitzel gebraten worden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Im Außenbereich der Gaststätte finden auch mal Veranstaltungen statt, wie in diesem Fall ein Flohmarkt, ein Camperflohmarkt. Da wäre natürlich schön, wenn die Gaststätte auch in Betrieb wäre. Man könnte dann dort was essen oder trinken. Jetzt noch eine kurze Zusammenfassung zum Stellplatz. Er ist schnell erreichbar von der A1, also gut geeignet als Stop-Over-Platz. Dann gibt es hier große Parzellen, bis zu 100 Quadratmeter und größer. Dann darf man hier auch mit dem Wohnwagen stehen. Es gibt einen Imbiss, wo man auch Kleinigkeiten essen kann und was trinken kann. Eine Bar am See gibt es. Und natürlich gibt es hier viel Natur, sodass man hier auch mit dem Hund kommen kann und die Natur genießen kann. Im Sommer, wenn Badewetter ist, dann ist der See natürlich nochmal ein Anziehungspunkt. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, finden wir, ist okay. Wir werden nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wir werden diesen Platz immer mal wieder als Etappenplatz nutzen, weil er sehr günstig an der Autobahn liegt und schnell damit zu erreichen ist. Wir konnten hier noch ohne Probleme direkt am Platz entsorgen, bevor es dann weiterging. Das war meine Vorstellung zum Stellplatz am Waldsee in Lattbergen. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und natürlich über viele Kommentare. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.